Wandern ist die beliebteste Sportart in der Schweiz. Über 57% der Schweizer Wohnbevölkerung über 15 wandert regelmäßig. Leider ist es aber so, dass es im Wandern im Vergleich zu anderen Sportarten besonders viele Todesfälle gibt. So gibt es beim Wandern und Bergwandern pro Jahr etwa 52 Todesfälle im Schnitt in der Schweiz. Die lassen sich vermeiden. Darum zeige ich euch in diesem Video die 10 grössten Probleme beim Wandern. Einer der grössten Probleme ist zu wenig Flüssigkeit dabei haben und zu dehydrieren. Es ist so, in der Schweiz hat es relativ viele Brunnen, die häufig Trinkwasser haben. Gerade aber in den Bergen kann es sein, dass es längere Zeit keinen Brunnen hat und auch keine Quelle, weil das Wasser erst weiter unten rausläuft. So ist es wichtig, immer genug Flüssigkeit dabei zu haben. Auch kann man sich nicht auf Brunnenstandort verlassen, weil gewisse Brunnen auch mit kein Trinkwasser angeschrieben sein können. Ein weiteres Problem ist, mit unpassenden Schuhen wandern gehen. Viele Unfälle passieren, weil Leute einfach nicht die richtigen Schuhe haben. Ich habe auch schon zum Beispiel auf der Trübsee gelaufen, was ein T3 ist, relativ steile und schwierige Wanderung. Familien oben runterlaufen gesehen, wo Kinder lose Sneakers hatten. Das ist einfach richtig gefährlich. Ich habe gehofft, dass ich später nicht noch Träger fliegen höre. Ein anderes Problem ist unpassende Kleidung haben. Wenn man zum Beispiel in die Berge geht, auch im Sommer, kann es in den Bergen sehr kalt werden und darum ist es wichtig, passende Kleidung dabei zu haben und auch genug warme. Empfehlen kann ich hier jeweils das Zwiebelsystem und je nach Jahreszeit so 3 bis 5 Layers. Also wenn ich im Sommer im Flachland gehe, dann langt in der Regel eine Regenjacke mit dem T-Shirt. Wenn ich aber in die Berge gehe, dann nehme ich mehrere Layer mit. Man kann es auf die andere Seite falsch machen, indem man eine dicke Jacke mitnimmt und so zu fest schwitzt. Und sich dann immer entscheiden muss, soll ich sie abhalten und zu warm haben oder abziehen und frieren. Darum ist es wirklich wichtig, um ein Zwiebelsystem mitzunehmen, mit Faseri, Regenjacke, Pulli und T-Shirt, wenn man in die Berge geht. Und allenfalls, wenn man im Winter geht, auch noch ein Notlo drunter. Kann sich sogar eine 5. Schicht lohnen. Und wenn auch ein Fehler ist mit viel Gewicht wandern und unnötige Sachen mitnehmen. Das ist früher noch die Jura-Überlebenswoche mit den Schülern gemacht, damit draussen schlafen. Ich hatte noch die glorreiche Idee, um ein Digitalradio mitzunehmen. Das ist einfach zusätzliches Gewicht, das auf den Schultern lastet. Und das ist völlig unnötig. Man kommt auch gute Wochen ohne so ein Radio aus. Darum empfehle ich immer, nur das mitnehmen, was wirklich nötig ist. Und das Gewicht so fest wie möglich reduzieren. Dann ein anderer grosser Fehler ist, bei grösseren Wanderungen ohne Notproviant mitzugehen. Neben Flüssigkeit ist es auch wichtig, um immer noch Energie dabei zu haben. So kann ich zum Beispiel Studentenfutter ist immer gut, so ein paar Nüsse oder so. So kann man mal, wenn man Energie braucht beim Draufwandern, hat man etwas dabei. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass wirklich Beizen offen hat. Es kann auch mal sein, dass sie aus irgendeinem Grund zu hat. Dann ist man einfach froh, wenn man ein bisschen Energie dabei hat. Und nicht plötzlich Energiemangel hat und dann schlapp wird, weil der Bergen nicht optimal ist. Dann ein sehr grosser Fehler beim Wandern ist die Wettervorhersage nicht beachten. Wenn man in die Berge geht, muss man immer schauen, ob Gewitterwarnung rum ist. Dann besser nicht zu gehen. Ich bin auch schon mal gegangen, als ich am Tag vorher geschaut habe. Es war überhaupt nichts, am Morgen aber nicht nochmal geschaut. Dann beim Schlafen im Zelt in den Bergen oben, jetzt plötzlich entfernt, habe ich einen Donner gehört. Dann den Führer geschaut und gesehen, dass etwa in einer Stunde ein Gewitter bei mir vorbeizieht. Zum Glück bin ich in der Nähe von einem Sessellift von der Bergstation und konnte dort unterstehen, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Aber wenn ich da völlig weg von einer Zivilisation gewesen wäre, so keinen so einen Unterschlupf gehabt hätte, jetzt könnte gefährlich werden. Darum ist es wichtig, lieber einmal zu viel checken als einmal zu wenig. Oder auch für Hagel oder andere Sachen. Regen in den Bergen ist auch nicht zwingend lustig, wenn es ein bisschen gefährlichere Wege sind. Dann lieber mal die Wanderung nicht machen und vielleicht eine Alternativwanderung machen oder sonst etwas. Oder mal, wenn es wirklich schlecht Wetter ist, lieber mal ins Hallenbad gehen im Winter oder ins Thermalquelle, ein bisschen in die Sauna gehen, als sich unnötig den Gefahren auszusetzen. Auch wichtig ist immer, dass man sich sehr gut vorbereitet, vor allem auch wenn man abseits von der Zivilisation geht. Was ich immer mache, ist voraus überlegen, welche Wanderung ich machen will. Was ist die Minimaldistanz, die ich laufen muss? Was ist so die Maximalvariante? Wo habe ich die Option, um abbrechen? Sei es, wie es zum Beispiel eine Bergbahn gibt, wo ich wieder runter könnte. Sei es, dass es eine Busstation gibt. Dass ich auch weiss, wenn ich merke am Anfang beim Wandern, dass heute nicht der richtige Tag ist, um
Minimaldistanz schaffen, dass ich denke, ja, das ist gerade das Nächste. Es ist sehr wichtig, dass man aufs Bauchgefühl lässt und lieber einmal zu viel kehrt als einmal zu wenig. Da es ein Fehler ist, nicht aufs Bauchgefühl lassen, wenn man sich unsicher fühlt oder merkt, dass man sich heute nicht so gut fühlt, nicht fit ist, dann lieber einmal zu viel kehren. Zum Beispiel mal bei einer Etappe von der Via Alpina habe ich nach 500 Höhenmetern gemerkt, es ist nicht heute der Tag, um die Etappe zu machen. Ich fühle mich heute nicht so fit. Dort hat es gerade eine Gondel von einer Bergbahn gehabt, dann bin ich mit dem wieder runtergefahren und habe den Rest an einem anderen Tag gemacht. Darum immer lieber einmal zu viel umkehren als einmal zu wenig und dann von der Regen müssen gerettet werden. Oder sogar verunglücken und so als einer von diesen gut 50 Leuten, die jedes Jahr verunglücken, zu hören. Dann ein weiteres Problem, ein weiterer Fehler ist, allein wandern gehen bei einer Schwierigkeitsstufe, wo man sich nicht gewöhnt ist. Das ist zum Beispiel für mich, wenn ich jetzt auf der kleinen Miete allein gehen würde, wäre das einfach nicht schlau, weil ich mir T5 nicht gewöhnt bin. Also generell alpine Wanderweg. Das habe ich mal mit dem SAC gemacht, mit der geführten Tour und mit der erfahrenen Tourenleiter. Dort ist es problemlos gegangen. Wenn ich das aber allein machen würde, wäre es nicht sinnvoll. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel nur an T1 gewöhnt bist, dann macht es keinen Sinn, dass du allein Sentisur wanderst, zum Beispiel wo eine T3 ist. Dann musst du mit jemandem gehen, der erfahren ist. Für mich hingegen sind T3-Wanderungen kein Problem, weil ich es so oft gemacht habe, dass ich die problemlos allein machen kann und mir gewöhnt bin. Und ein weiterer Fehler ist, kein Notfallset dabei haben. Es kann mal irgendein Grund sein, dass man irgendwo muss, dann ist man vor einer Rettungsdecke oder so, um sich wärmen oder abkühlen, dass man nicht weitergewärmt wird, je nach Seite, wo man sie nimmt. Medikamente, Pflaster und so weiter. Und es kann auch sein, dass man es nicht für sich selber braucht, sondern für jemand anderes. Sie haben auch schon anderen Wanderern ausgeholfen mit irgendwelchen Sachen, Bösetten und so weiter. Darum ist es immer gut, auch dabei zu haben. Und auch ein Handy, dass man Rettung herbeirufen kann. Wenn man wirklich weg von der Zivilisation geht, längere Zeit, was in der Schweiz meistens eher nicht so der Fall ist, ausser man ist sehr im alpinen Bereich, kann sich ein Satellitentelefon lohnen. Ich habe von Leuten gehört, die wirklich so Wüstenwanderung oder wirklich weg von der Zivilisation, wo man sehr lange keine hat, dann ist wirklich die einzige Möglichkeit, um Hilfe anfordern, ist ein Satellitentelefon, das über eine Satellitenverbindung Hilfe anfordern kann. Satellitentelefone sind nicht ganz günstig, aber wenn man wirklich weg ist, das ist wie eine Versicherung. Lieber so was ein bisschen investieren und dafür dann im Notfall auch Hilfe anfordern. Wenn man im Notfall keine Hilfe anfordern kann und keine anderen Leute umeinander sind, dann kann es gut sein, dass man friert oder sonst irgendwie stirbt, verhungert, verdurstet, wenn einem niemand retten kann. Welche sind deine 3 Punkte, die du davon am wichtigsten findest, zum Beachten? Und hast du weitere Punkte, die ich vergessen habe? Schreib es gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, würde mich einen Daumen nach oben freuen. Mir freut es auch sehr, wenn du den Kanal abonnierst und mich auf zukünftige Wanderungen und Wandertipps begleiten willst. Falls du den Kanal unterstützen willst, teile doch gerne meine Videos mit deinen Bekannten und Verwandten, wo du denkst, dass sie auch Freude an meinen Videos haben können. So können wir zusammen wachsen. Bis zum nächsten Video.